Hey, hallo, herzlich willkommen bei Gute Games geradezu geschenkt. Ich bin Kalle, ich bin Vollzeit-Spieleentwickler aus Berlin und möchte euch hier Spiele vorstellen, die es regelmäßig für unter 3 Euro gibt, indem ich euch unter 3 Minuten Gameplay davon zeige, damit ihr gucken könnt, ob das Spiel vielleicht was für euch ist. Und damit meine ich jetzt keine billigen Klicker- oder AI-Slop-Games, sondern richtig gute Titel, die eben nur extrem hoch rabattiert werden und deswegen sehr günstig zu haben sind. Zum Beispiel das hier. Pixel Café ist eine Mischung aus Kochspiel und Visual Novel, wo ihr das Mädchen Pixel spielt, was in einem fiktiven, ja, bisschen osteuropäisch angehauchten Staat versucht, ins Café-Barista-Business einzusteigen. Und ja, in kurzen Visual Novel-Sequenzen, wo man halt auch Auswahlmöglichkeiten hat, wie man antworten möchte. Erstmal erfährt, was man natürlich machen muss und was die einzelnen Betreiber der Lokale so für Spezialitäten haben und so. Und ja, dann gibt es das ganz typische Zubereitungs-Gameplay, wo ihr halt eben Drinks zum Beispiel zapft, irgendwie dekoriert mit Strohhalmen und Schirnchen, je nachdem, was die Leute haben wollen. Und natürlich, wie es immer so ist, gibt es dann im Verlauf des Spiels immer mehr Stationen, an denen ihr tätig werdet. Müsst dann halt auch irgendwie Würstchen braten und Eis machen und ja, jedes Café hat seine ganz eigenen verschiedenen Stationen und Eigenheiten und es gibt dann halt auch bestimmte Minigames, wenn zum Beispiel mal der Strom ausfällt oder die Kaffeemaschine streikt. Und ihr könnt halt auch diese ganzen verschiedenen Stationen hier aufleveln, dass es halt zum Beispiel schneller geht, den Kaffee zu kochen, dass ihr mehr Platten habt, wo ihr die Gerichte zubereiten könnt und so weiter. Ja, das ist alles total charmant gemacht. Wie ihr seht, ist es halt ein Pixel-Art-Spiel und die Grafik ist auch sehr stimmig, also hat mir echt sehr gut gefallen. Und auch die Geschichte um Pixel, die halt bei ihrer Oma wohnt, weil sie ein bisschen Stress mit ihren Eltern hat. Die hat mir halt echt gut gefallen und ja, motiviert einen durch das Spiel durchzugehen. Was echt ein bisschen weird war, fand ich, ist, dass halt irgendwie schon relativ früh, so nach 5-6 Stunden, ein Abspann kam, dass ich dann dachte, okay, das Spiel ist vorbei. Aber es ging dann halt noch weiter und zwar nicht irgendwie recycelt oder so, sondern mit total neuen Locations und teilweise auch Mechaniken. Und das ist dann noch einmal oder noch zweimal passiert, bis ich dann irgendwie nach ungefähr 17 Stunden mit dem Spiel durch war. Wobei es ein bisschen repetitiv wurde, aber mich hat es schon echt gut unterhalten und die einzige Schwäche von dem Spiel finde ich, dass manche Stationen halt, also zum Beispiel das Sandwich machen, einfach viel mehr kompliziert sind als andere Sachen, sodass man sich dann, wenn es diese Station in einem Café gibt, da viel öfter verheddert, sodass dann manchmal die nachfolgenden Level, wo es das dann halt nicht mehr gibt, auf einmal total leicht einem vorkommen, ja, weil man vorher nie die Zeitlimits geschafft hat und so weiter, weil man kriegt natürlich am Ende von jedem Level eine Bewertung und wenn man halt auf Completion steht, kann man auch wirklich noch versuchen, in jedem Level die maximale Wertung von 3 Kaffeetassen abzustorben und dann hat man halt das Spiel schön komplett 100%ed. Ja, also wie gesagt, ich fand es echt super spaßig, hat mir sehr gut gefallen, ist extrem charmant, vielleicht ein bisschen von Coffee Talk inspiriert, aber halt dann doch eher eine ganz andere Schwerpunktausrichtung auf viel mehr Koch-Gameplay, was halt auch echt fordernd werden kann. Und ja, das Visual Novel so ein bisschen als kleine Story noch drumherum, die aber auch echt süß ist und irgendwie einen zum Weiterspielen motiviert. Ich spiele ja überwiegend auf der PS5, deswegen haben wir hier den Tiefstpreis mit 90% Rabatt für PS Plus Abonnenten, ein Endpreis von 1,29, also unschlagbarer Preis für so ein tolles Spiel. Und wie ihr seht, gibt es das Spiel aber auch für die anderen Konsolen und PC, also schaut einfach mal nach und setzt es euch auf die Wishlist. Ansonsten hat es halt auch eine ganz gute Bewertung. Bei How Long to Beat wird die Spielzeit mit 5,5 bis 19 Stunden angegeben. Ich glaube, das liegt allerdings eher daran, dass halt manche denken, beim ersten Abspann ist schon Schluss, obwohl das dann erst 1/3 oder 1/4 des Spiels ist. Auf jeden Fall von meiner Seite aus eine ganz klare Empfehlung. So, das war die Bewertung und ich packe euch an jedes Ende vom Video immer noch so ein bisschen Developer Talk, wo ich ein bisschen erzähle, warum ich die Videos mache und wie und so weiter. Und wo wir gerade schon bei den Bewertungen sind, da ist es halt so, die muss man natürlich unter der Prämisse sehen, dass diese Spiele halt durch den Rabatt einfach super krass günstig sind. Ja, also eigentlich ist es wahrscheinlich jedes von denen wert, mal angeguckt zu werden, auch wenn es vielleicht welche gibt, die wirklich gar keinen Spaß machen. Das werde ich dann natürlich auch sagen, indem ich halt die schlechteren Bewertungen zücke. Aber es ist natürlich trotzdem extrem subjektiv und ich finde jetzt halt zum Beispiel das Spiel gut und sage dann halt eben großartig oder gottgleich. Das muss jetzt natürlich nicht heißen, dass es für euch genauso ist, aber ihr seht ja, was das für ein Spiel ist. Kostet super wenig, also schaut es euch einfach mal selber an. Und das freut dann natürlich auch die Entwickler, wenn ein paar mehr Leute das Spiel kaufen, weil bei den allermeisten dieser Spiele ist halt einfach der Grund, dass die Spiele halt Flops waren, dass sie so hoch rabattiert werden. Und das sind dann oft Spiele, von denen hat man auch noch nie gehört, ja. Und das ist dann natürlich super schade für die Entwickler und für die Publisher, wenn die dann halt schon so hoch rabattiert sind und sie immer noch keiner kauft.
Deswegen hoffe ich halt einfach, dass ihr hier mit den Videos auf dem Kanal das eine oder andere noch entdecken könnt und da vielleicht auch mal für euch eins dabei ist, wo ihr dann sagt, Gott gleich. Ja, generell ist es natürlich super schwierig, objektive Bewertungen abzugeben, also es ist wahrscheinlich sogar überhaupt nicht möglich. Aber ich habe auf jeden Fall schon einige Erfahrungen damit, weil ich früher für Zeitschriften auch geschrieben habe, zum Beispiel das Play-Magazin, was ihr hier seht auf der Archivierungswebseite cultboy.com. Immer ganz interessant, was da früher so für Hefte am Kiosk waren. Später dann auch Game Reactor, und das wird jetzt aber inzwischen leider eigentlich nur noch mit Auto-Translate bedient. Also kann man nicht mehr so wirklich empfehlen, finde ich, sich da die deutsche Version anzugucken, leider. Aber das gibt einem dann auf jeden Fall über die Jahre hinweg so ein gewisses Gefühl, dass man eigentlich schon sofort, wenn man ein Spiel anfängt zu spielen, man halt irgendwie so eine Zahl im Kopf hat von 1 bis 10 oder was auch immer für ein Bewertungsschema man da hat. Und das liegt halt ganz oft an dem Polish, was das Spiel hat. Also da merkt man dann irgendwie gleich, wie responsiv das ist, ob alle Sachen irgendwie noch so kleine Soundeffekte und Animationen haben, selbst wenn man nur was im Menü anklickt oder so. Und ja, das ist dann schon oft ein ganz guter Indikator, ob das Spiel eigentlich was taugt. Aber natürlich muss man es dann halt auch spielen und gucken, ob sich das auch über die Zeit konstant dann hält, dieses Qualitätslevel, und gute Ideen da drin stecken und alles. Und deswegen sage ich halt auch, ich will hier jedes Spiel, was ich hier vorstelle, allermindestens eine Stunde spielen. Weil sonst ist es halt eigentlich wirklich nicht möglich, da irgendeine fundierte Meinung zu haben. Ja, und wenn euch das gefällt und ich noch mehr von den Videos machen soll, dann abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke an, wenn ihr möchtet. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Tschüss!